Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal werde ich euch Frühlingsdeko bzw. Osterdeko-Ideen im Glas zeigen. Mein erstes Glas hat jetzt in meinem Fall in etwa eine Höhe von 18 cm und der Durchmesser beträgt in etwa 20 cm. So, das Glas kann aber jetzt erst einmal beiseite. Und in diesem Glas werden jetzt Hyazinthen platziert werden. Ich nehme die jetzt hier erst einmal aus ihrem Topf hinaus, wenn sie jetzt mal überhaupt hinauskommen würden. So, kommt mal her. Schuckel mir jetzt hier so ein bisschen was vom Substrat ab. Ich sag mal hier so in etwa die Hälfte. Wenn da jetzt ein paar Wurzeln bei flöten gehen, das ist überhaupt nicht schlimm. Das macht den Pflanzen jetzt gar nichts. Und bevor ich jetzt hier weitermache, räume ich erst einmal hier meinen Arbeitstisch auf. Meine Hyazinthen werden jetzt mit Plattenmoos umwickelt werden. Der Boden wird auch mit Moos bedeckt werden. Einfach dann hier drumherum legen das Plattenmoos. Wenn das jetzt in eurem Fall überhaupt nicht halten sollte mit dem Plattenmoos, dann könnt ihr das auch einfach noch zusätzlich mit feinem Bindedraht umwickeln. Oder ihr nehmt bewusst einen dickeren Bindedraht, den man dann nachher auch sieht. Muss ich mir das hier mal eben so ein bisschen zurechtfriemeln. So, einmal hier abzupfen. Ja, ein bisschen was brauche ich noch für den Boden. Muss jetzt auch gleich mal selber gucken, ob das überhaupt jetzt von alleine halten würde. Aber wisst ihr was, ich werde mir da jetzt auch ein bisschen Bindedraht drumherum wickeln. Ist jetzt in meinem Fall so ein dunkelbrauner Bindedraht, ein ganz feiner. Muss den hier mal eben dran befestigen. Bei diesem feinen Bindedraht müsst ihr immer ein bisschen vorsichtig arbeiten, beziehungsweise was heißt vorsichtig arbeiten? Ihr solltet den nicht zu stramm ziehen, weil der kann gut und gerne auch mal einreißen. So, jetzt gehe ich hier so 2-3 Mal drumherum. Und dann gehe ich auch gleich hier einmal unten drunter entlang, damit das Muster auch dran sitzen bleibt. Das Moos, das kann man sich auch immer noch so ein bisschen zurechtformen. Und jetzt schneide ich meinen feinen Bindedraht ab. Dazu nehme ich jetzt einfach meine ganz alte Drahtschere und verfriere mir diesen feinen Bindedraht mit dem bereits dran gewickelten Bindedraht. Das Ende von dem Bindedraht, das stecke ich jetzt einfach gleich in das Moos hinein. So, mal eben hier miteinander verzwirbeln. So, kommt hier einfach mal irgendwo rein. Das sieht man nachher sowieso nicht mehr. So, ich habe jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zu viel dran gelassen. So, jetzt mal eben abgeschnitten. Das hier muss ich jetzt aber auch mal eben wieder sauber machen, sonst wird mein Glas gleich total dreckig. Moos kann beiseite. Ich bin jetzt gerade noch am Überlegen, ob ich das Moos noch zusätzlich mit dieser Dekoschnur umwickeln möchte. Hätte letzten Endes auch den Vorteil, dass das Ganze noch mal ein bisschen mehr an Farbe erhält. Aber ich glaube, ich mache das jetzt einfach. Das bleibt jetzt auch wieder jedem selbst überlassen, ob er das mit der Schnur noch machen möchte oder ob er das einfach so natürlich jetzt belässt mit dem Moos. Aber ich muss mal eben gleich einmal selber gucken, ob das cool aussehen würde oder halt nicht. Aber ist eigentlich auch noch mal wirklich ein schöner Farbkontrast. Es dauert ja auch noch eine Weile, bis die Hyazinthen dann anfangen zu blühen. Kann man auch ruhig mal so dazwischen entlang gehen. Auch ruhig einmal so darunter entlang. Mal einmal so dazwischen. Na, ich wollte jetzt hier kein Blättchen abbrechen. Ja doch, macht doch einen ganz guten Eindruck. So, die alte Drahtschere, beziehungsweise ich könnte das jetzt besser bis zu dem Anfang hier dran machen. Gehen wir einmal hier entlang, kann man das gleich miteinander verzwirbeln. Zack, komm mal her. Ich glaube, es war jetzt eine ganz gute Entscheidung, das so zu machen. So, verwursteln wir mal miteinander. Stecken wir einfach mal so irgendwo da hinein. Okidoki. Machen wir jetzt mal hier eben sauber. Meine Hände sehen auch schon wieder aus. Egal, Glas, komm her. Und die Hyazinthen, beziehungsweise das ist ja jetzt schon ein Kokedama mittlerweile geworden, werden jetzt hier mittig in meinem Glas platziert werden. So, jetzt muss ich eben noch mal was hier rüberholen. Das Moos kann aber jetzt auch schon mal weg. Dann habe ich mehr Platz. Nun wird mein Glas mit diesem Spiegelsand befüllt werden. Ich hoffe, das sieht jetzt gleich auch gut aus. Ansonsten muss ich das alles wieder hinausfummeln. Kommt halt hier nur so an den Rand des Glases. In der Mitte ist ja jetzt hier das Kokedama mit den Hyazinthen. Ja, ich denke, es ist jetzt eine ganz gute Idee. Bin mal gespannt, wie viel ich von diesem Sand jetzt überhaupt brauche. Und ihr könnt es ja schon sehen, ich habe jetzt Weidenkätzchenzweige auf meinem Tisch liegen. Und dann sind das noch, wie heißt das, Birkenzweige. Die konnte ich Gott sei Dank letzte Woche im Gartencenter kaufen. Oder war das letzte Woche? Nee, Quatsch, das war, wann war denn das? Am Montag war das, Entschuldigung. Ich habe jetzt vor, diesen Rand vom Glas schichtweise mit den Weidenkätzchenzweigen zu befüllen und mit den Birkenzweigen. Dann werden gelegentlich auch noch ein paar Federn mit eingearbeitet werden und eventuell kommt noch dieser Eukalyptus zum Einsatz. Das weiß ich jetzt allerdings an dieser Stelle noch nicht. Mehr konnte ich jetzt auch von meiner Pflanze leider nicht schneiden. Und ja, dann schneide ich mir jetzt erstmal die Weidenkätzchenzweige zurecht. Gucke dann immer mal, was ist jetzt noch biegsam und was halt nicht. Platziere das dann hier am Rand des Glases. So,
So, muss man jetzt natürlich ein bisschen vorsichtig arbeiten, damit man sich nicht aus Versehen die Hyazinthen abbricht. Genauso mache ich das auch mit den Weidenkätzchen. Ach Quatsch, mit den Birkenzweigen. Ne, immer mal gucken. Kriege ich es noch hineingebogen. Und wenn halt nicht, dann nehme ich einen anderen Zweig. Die kann man dann aufheben für andere Projekte, die Zweige. Ich würde ja jetzt vorzugsweise, ja so rum, mit so etwas feineren Zweigen einarbeiten. Quatsch, arbeiten. Ja, jetzt geht es hier wieder los bei mir, ne? Dann kann man halt mal irgendwann mal gucken, ob man noch eine Feder da drin platzieren möchte oder halt nicht. Aber ich denke, mit den Federn sieht das Ganze dann halt auch noch mal ein bisschen, ja, österlicher aus. So viele Zweige der Weidenkätzchen werden allerdings nicht mit eingearbeitet werden, weil das soll jetzt mehr so, ja, von den Birkenzweigen dominiert werden. Man kann da jetzt auch genauso gut andere Zweige mit einarbeiten, zum Beispiel, ich sag mal, vom Rosmarin oder vom Olivenbaum, was auch immer ihr in euren Gärten finden solltet oder halt im Gartencenter, wie in meinem Fall. Und dann einfach so nach Gefühl mal einarbeiten. Ich hatte jetzt zusätzlich in dem Glas noch ein paar Wachteleier hineingelegt und dann bin ich aber jetzt mit diesem Glas auch soweit fertig. Von daher kann das jetzt beiseite. Und dann komme ich jetzt mal zu Glas Nummer 2. Dieses Glas hat jetzt in meinem Fall eine Höhe von ca. 11 cm und der Durchmesser beträgt in etwa 9 cm. Um dieses Glas kommt jetzt einfach erst einmal ein Gummiband. So. Und da werden jetzt Weidenkätzchenzweige eingearbeitet werden. Halte ich hier mal gleich einmal mal so grob an. Ich will die nämlich jetzt nicht zu weit hier nachher hinausschauen lassen. Und schneide mir die mal zurecht. Damit ich hier keine Verschwendung nachher habe, schneide ich die Weidenkätzchenzweige, hier wo der nächste ist, oder der nächste Puschel, schneide ich jetzt mal vorsichtig so ab, dass das ein schöneres Ende ergibt. Ne, dann sieht das so aus, als wenn das hier das Ende von dem Zweig wäre. Das wäre sonst so schade, wenn man die jetzt so kreuz und quer hier einfach zurechtschneidet. Dann verschwendet man einfach zu viel Material. Ja, kann aber noch ein bisschen kürzer. Und dann wird das hier einfach so dazwischen hineingesteckt werden. Und ich wollte dann nachher hier drin noch Narzissen platzieren. Die sind noch von einem Projekt übrig geblieben. Ja, das kann hier aber ruhig ein bisschen kürzer werden. Und dann einfach immer drumherum in das Gummiband einarbeiten. Das dauert jetzt natürlich eine Weile, bis man das mal fertig hat. Mit den Weidenkätzchenzweigen bin ich jetzt soweit fertig. Allerdings sieht man jetzt hier überall noch dieses unschöne Gummiband. Da habt ihr jetzt auch verschiedenste Möglichkeiten, wie ihr weiterarbeiten könntet. Option Nummer 1 wäre jetzt, man sucht sich ein schönes Dekoband und umwickelt das Gummiband so lange, bis man das halt nicht mehr sieht. Werde ich jetzt allerdings nicht machen. Ich werde jetzt mit der Heißklebepistole dieses Islandmoos an dem Gummiband befestigen. Also halt dran kleben, ne, mit der Heißklebepistole. Was man auch machen könnte, man befestigt an dem Gummiband wiederum feinen Bindedraht und wickelt das Islandmoos dann mit dem Bindedraht fest. Ich mache es mir aber jetzt ein bisschen einfacher, indem ich, wie bereits erwähnt, einfach die Heißklebepistole befestigen werde. Mache ich hier den Kleber mal großzügig drauf, drücke mir mein Islandmoos hier dran und warte dann halt so lange mit dem Andrücken, bis ich halt das Gefühl habe, jo, das ist jetzt soweit fest. Ich habe jetzt hier getrockneten Rohrkolben aus meinem Garten, weil ehrlich gesagt, hier fehlt mir irgendwie noch was. Und den werde ich da jetzt einfach mal drumherum wickeln. Und dann wird er einfach mit der Heißklebepistole gleich befestigt werden. Aber ich glaube, so sieht das Ganze besser aus, als wenn ich da jetzt nur dieses Islandmoos so drumherum lassen würde. Und wie bereits erwähnt, den werde ich jetzt gleich einfach mit der Heißklebepistole so stellenweise mal befestigen. Könnte man jetzt auch wieder mit Schnur machen. Oder ich könnte jetzt mal gucken, ob ich hier einfach einen kleinen Knoten hinein machen könnte. Nee, ich mache das mal lieber eben mit der Heißklebepistole, weil irgendwie gefiel mir das jetzt noch nicht zu 100% mit diesem Islandmoos oder nur mit diesem Islandmoos. Ich kann es euch auch nicht sagen, aber irgendwas stimmt da jetzt gerade noch nicht so richtig. Ist noch nicht, ja, wie soll ich sagen, stimmig genug. Ich denke, mit dem Rohrkolben, das Ganze wird sich dann gleich auf jeden Fall schon mal besser machen. Ja, wieder ein bisschen Heißkleber. Das gefällt mir persönlich jetzt schon besser. So gerade war irgendwie, ich weiß auch nicht. Irgendwie, ich wollte, aber dann doch nicht. Wahrscheinlich nehme ich jetzt auch gleich noch mal ein bisschen Bindedraht.
Ich wollte das eigentlich jetzt ohne Bindedraht alles machen, aber ja, manchmal ist das so, ne? Dann fängst du ein Projekt an, bist total überzeugt davon, dass das gut aussieht. Und dann, wenn du es so ziemlich fertig hast, dann denkst du dir nachher so, nee, irgendwie doch nicht. Ja, eben ein bisschen Bindedraht. Welche Farbe nehmen wir? Ich glaube, ich nehme, mal gucken, silberfarbenen. Ja, warum eigentlich nicht? So überschüssiges Material, das könnt ihr einfach nachher abschneiden. Aber ich bin jetzt auf jeden Fall schon mal zufriedener als vorhin. Ich habe bestimmt eine halbe Stunde davor gesessen und überlegt, Mensch, was könntest du da jetzt irgendwie besser dran machen? Aber okay, ne? Auch bei mir gelingt nicht immer alles sofort. So, dann schneiden wir jetzt mal ab. Jetzt habe ich natürlich vergessen, wo der Anfang ist vom Bindedraht. Könnt ihr auch eine andere Farbe nehmen bei diesem feinen Bindedraht. Da habt ihr auch ganz viel Auswahl. Verwebt das Ganze jetzt hier an dem bereits dran gewickelten Bindedraht. Verzwiebelt das jetzt einfach mal. Ne, so ist schöner. Oh, ich habe hier was mit der Heißklebepistole befestigt. Mal einmal schuckeln. So, ist ab. Na, kommst du wohl hier ab? Das überschüssige Material habe ich bereits abgeschnitten und jetzt stecke ich hier einfach noch ein paar Federn hinein. Ja, und dann muss ich nachher nur noch die Narzissen da in dem Glas platzieren. Aber so gefällt mir das Ganze jetzt auf jeden Fall schon mal besser. Jetzt bitte nicht wundern, das sind Narzissen aus einem vorherigen Projekt, aber ich wollte euch das jetzt mal zeigen, wenn die Narzissen halt bereits ordentlich gewachsen sind. Ich habe jetzt hier ein bisschen Blumenerde und werde die da jetzt mal vorsichtig in mein Glas mit hineinfüllen. Wenn ihr jetzt einen, ja wie soll ich sagen, kompletten Topf mit Narzissen haben solltet, dann nehmt ihr die Narzissen einfach aus dem Topf hinaus und platziert den so in dem Glas. Von der Größe her wird das nämlich passen mit der Topfgröße. Aber ich mache da jetzt halt ein bisschen Blumenerde mit hinein, damit die da nachher auch gerade oder relativ gerade drin stehen. Hier sind noch übrig gebliebene Narzissen aus diesem Projekt. Kann man jetzt noch eine hier mit drin platzieren. Aber ich sag mal, der Optik halber wegen habe ich jetzt schon mal diese Narzissen hier genommen. Ihr könnt dann besser hier so welche nehmen, die noch nicht so stark gewachsen sind wie diese Narzissen. Ich habe mich jetzt gerade noch dazu entschieden, bei dem Glas hier noch diesen Osterhasen zu platzieren. Und damit er nicht umkippt, platziere ich mal als erstes vorsichtig bei den Hyazinthen einen Zahnstocher. Denn dieser Osterhase hat hier in der Mitte so ein Loch. Jetzt versuche ich mal den Zahnstocher zu erwischen. Ich glaube, ich habe es schon. So, ja doch. Das sieht jetzt noch mal ein bisschen niedlicher aus, wie ich finde. Kann man natürlich auch weglassen, diesen Osterhasen. Die ganzen benötigten Materialien für die Projekte werde ich auch wie üblich in der Videobeschreibung eintragen. Und ansonsten werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!